meinerseits. Tobias hier von Lockpicking Nord. Ich hatte ein paar Fragen per E-Mail und in den Kommentaren, was für ein Pickset wir empfehlen können. Es ist so ein bisschen schwierig, weil so das perfekte Pickset gibt das nicht, ganz sicher nicht. Und außerdem sind Picksets unserer Meinung nach sowieso ein bisschen schwierig, weil da einfach immer viele Picks drin sind, die man am Ende gar nicht benutzt oder wenig benutzt. Allerdings kann ich das hier erstmal empfehlen. Das ist von Southport. Das ist ein amerikanischer Hersteller, soweit ich weiß. Das Pickset nennt sich C801. Das sind sehr schöne Picks aus einem ganz vernünftigen Metall. 7 Picks sind das und 2 Spanner. Die sind ziemlich gut gearbeitet, sind schön gefinisht, muss man nicht mehr viel bei machen. Sind ein Sandwich hier eingeklebt. Lässt sich so besser halten, gut halten und vor allem das ist die schlanke Pickform. Es gibt von Southport auch noch sehr breite Picks. Die werden vor allem hier hinten super breit, die bekommt man in fast kein Schloss rein. Aber die sind für europäische Schlösser und ja, auch schön geformt. Man bekommt, soweit ich weiß, keine einzelnen Picks von Southport. Das ist das Problem bei einigen Herstellern, dass man Picks auch nur im Set bekommt. Zum Glück bekommt man Multipick-Picks einzeln. Das sind sowieso die besten vom Metall her. Die Formen sind auch ziemlich gut. Und die sind auch sehr ähnlich wie diese Southport hier. Das heißt, wenn ihr die hier ausprobiert und wisst, welchen ihr mögt, so vermutlich den Hook oder den Hook werdet ihr häufig benutzen, dann könnt ihr die auch problemlos von Multipick einzeln nachkaufen. Die hier sind etwas weicher im Metall und durch die schlanke Bauform werden die schnell verbiegen, vor allem bei einem Anfänger. Ja, ihr müsst natürlich nicht das kaufen, ganz bestimmt nicht. Das ist ja nur so eine Idee. Was ich guten Gewissens empfehlen kann, das kostet knapp 30 €, ist damit recht günstig, deutlich günstiger als die Multipick-Sets, mit denen wir sowieso nicht besonders glücklich sind, weil die Pick-Auswahl so ein bisschen schwierig ist. Da ist nie alles drin, was unserer Meinung nach sinnvoll ist. Sinnvoll ist auf jeden Fall der Hook Nummer 1 von Multipick, den würde ich mir auf jeden Fall einzeln besorgen. Der ist super schlank, auch gerade hier oben in dem Bereich, da kommt man gut auch bei einem begrenzenden Schlüsselprofil über den einen Pin drüber, um den nächsten zu setzen. Der Hook Nummer 2 hat fast dieselbe Form, ist hier oben aber stärker. Und damit ist das ganze Ding langlebiger und seit kurzem habe ich auch den Hook Nummer 3, der gehörte zu meinem Set damals gar nicht mit dazu, der ist schön tief und vergleichbar mit dem Steep Hook von Sparrows, den ich bisher verwendet habe, nur dass der hier vom Metall her eben deutlich stabiler ist und auch besseres Feedback gibt. Und was man hier jetzt auch gut sehen kann, ist bis hier hinten sehr schlank, während Sparrows hier hinten den Pick breiter werden lässt. Da kommt man durchaus noch in Bedrängnis bei unseren normalen Schlüsselprofilen. Ne, wenn ich den Pick hier relativ weit drin habe, dann beschränkt er mir den Platz, den ich hier habe, durch diese Nase hier oben. Das häufigste Profil, das man so bei uns findet, und da ist es deutlich wichtiger, dass der Pick schmal ist und weniger wichtig, dass er besonders dünn ist. Deswegen macht das auch nichts, dass die Multipick-Picks 0,6 mm stark sind, was echt so in den oberen Bereich gehört von der Pickstärke. Die sind schon echt gut. Also mit ein bisschen Übung kriegt man die in praktisch jedes Schloss rein. Und übrigens wollte ich noch zeigen, genau, wo ich gerade das Schloss hier sehe, der tiefe Hook ist für solche Schlüsselprofile wie das hier. Hier ist oben sehr viel Platz, weil die Zacken hier relativ weit auseinander liegen. Hier unten liegen sie super nah beieinander. Das heißt, ich brauche einen recht tiefen Hook, um hier zwischen den Bohrungen für die Pins den tiefen Pick einzufädeln, und den tief hier runterdrücken. Deswegen finden wir den sehr wichtig.
Deswegen Multipick-Picks gibt es einzeln bei Amazon und auch von Multipick selber. Bei Multipick kosten sie nur 5,85 €. Bei Amazon kosten sie im Moment 7,90 € als Plusprodukt. Das heißt, ihr müsst für mindestens 20 € bestellen, damit die überhaupt mitgeliefert werden. Und bei Multipick kommt auf jeden Fall Versand dazu für 5,36 €. Oder nicht auf jeden Fall, aber Versand kostenfrei ist erst ab 75 €. Aber dadurch, dass so ein Pick bei Multipick 2,05 € weniger kostet pro Stück, lohnt sich das ab 3 Picks. Ja, spannend ist auf jeden Fall noch das Thema Spanner. Ne, wir benutzen häufig die Flachspanner, da hatten wir auch schon ein paar Fragen zu, wo es die hergibt, aber ich glaube, da mache ich nochmal ein extra Video dazu. Aber ich kann euch schon mal sagen, die sind von Sparrows, direkt aus Kanada. Ist eine ganz nette Geschichte, ist nur ein bisschen knifflig mit dem Zoll, aber da mache ich euch noch ein extra Video zu. So, ich hoffe, das hilft schon mal gut. Ansonsten fragt nochmal nach, dann machen wir noch ein paar mehr Videos dazu oder beantworten das in Kommentaren. Schickt auch gerne E-Mail, wenn irgendwas ist, und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut, tschüss.